Wie oft vergessen wir dankbar zu sein, bis uns das, was wir lieben, genommen wird. Der Atem, den du jetzt spürst, ein Geschenk, das Licht in deinen Augen, eine Gnade. Und doch leben viele, als gehöre es ihnen. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein, sagte der Gesandte Allahs. Und diese Worte tragen ein ganzes Lebensprinzip in sich. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dankbarkeit ist mehr als ein Gefühl. Sie ist eine Haltung des Herzens, die den Menschen erhebt. Im Koran sagt Allah: Und wenn ihr die Gaben Allahs zählen wolltet, ihr könntet sie nicht erfassen. Ein dankbarer Mensch lebt in ständiger Erinnerung daran, dass nichts ihm selbst gehört, nicht der Atem, nicht die Familie, nicht einmal der Glaube. Alles ist eine Amana, eine anvertraute Gabe. Dankbarkeit verwandelt selbst kleine Dinge in Licht. Sie öffnet Türen zu innerem Frieden und vertreibt die Dunkelheit der Unzufriedenheit. Wer wahrhaft dankbar ist, erkennt in jeder Lage Freude wie Prüfung, die Handschrift seines Schöpfers und bleibt in Demut verbunden. Alhamdulillah zu sagen ist leicht, doch es wird erst Gewicht bekommen, wenn es im Herzen verwurzelt und in den Taten sichtbar wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ungefähr: Die Taten sind entsprechend nach den Absichten. Wer also sagt Alhamdulillah, aber ungeduldig, geizig oder achtlos lebt, hat nur die Lippen bewegt, nicht das Herz. Schau auf Ayub a.s. Er verlor Gesundheit, Besitz und Familie. Und dennoch sprach er nicht ein Wort der Klage. Seine Dankbarkeit bestand nicht aus Worten, sondern aus Geduld und Vertrauen. So zeigt sich, wahre Dankbarkeit entsteht, wenn das Herz auch dann zufrieden bleibt, obwohl Allah etwas Großes von dir nimmt, wenn man selbst im Verlust erkennt, dass Allah weiß, was gut für mich ist. Unser bestes Vorbild ist der Liebling Allahs a.s. In der tiefen Stille der Nacht stand Rasulullah im Gebet, so lange, bis seine gesegneten Füße anschwollen. Aisha radiallahu anha sah ihn mit Mitgefühl an und fragte: Warum tust du dir das an, wo dir doch deine vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben wurden? Seine Antwort sollte uns allen ein Samen sein, welches wir in unsere Herzen platzieren. Soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Der Prophet, dem alles vergeben war, und er stand dennoch in Tränen vor seinem Herrn, stundenlang. Wenn er, der reinste und beste aller Menschen, so betete, wie steht es dann um unsere Dankbarkeit? Wir sollen uns nicht mit den Taten der Propheten oder Sahaba messen, vielmehr sollten wir solches als Ansporn und Motivation sehen. Dankbarkeit treibt zur Ibadah, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Ein dankbarer Diener betet nicht, um etwas zu bekommen. Er betet, weil er bereits so viel bekommen hat. Er fastet, weil er weiß, dass Hunger ihn an die Bedürftigen erinnert. Er spendet, weil Allah ihn versorgt. Und je mehr er sich verneigt, desto größer wird seine Zufriedenheit. Dankbarkeit lässt das Herz blühen, weil jedes Gebet ein Zeichen ist. Ich vergesse dich nicht, Ya Rabbi. Ein dankbares Herz erkennt aber nicht nur die Gaben Allahs, sondern auch die Menschen, durch die Allah uns Gutes zukommen lässt. In einem bei Abu Dawud und At-Tirmidhi überlieferten Hadith sagt der Nabiullah a.s. Wer den Menschen nicht dankt, hat Allah nicht gedankt. Als Sahih eingestuft von Sheikh al-Albani. Dankbarkeit zeigt sich also nicht nur im Gebet, sondern auch in Charakter, Benehmen und Fürsorge. Wer freundlich spricht, Vergebung übt und anderen dient, ehrt den Schöpfer durch seine Schöpfung. Wenn du jemandem hilfst oder ein gutes Wort sprichst, dann ist das eine Form von Shukr, einer Tat, die sagt: Ja Allah, ich bin dankbar, dass du mich befähigt hast, Gutes zu tun. So wird das Dienen an Menschen zu einer stillen Form der Ibadah. Jede Sekunde deines Lebens ist eine Kette aus Segnungen, Familie, Gesundheit, Nahrung, Atem, Sicherheit, Iman. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte: Wahre Shukr ist, dass das Herz die Gnade erkennt, die Zunge sie lobt und die Glieder sich durch Gehorsam zeigen. Wer jeden Morgen mit Alhamdulillah, dass ich noch lebe, beginnt, erkennt, dass nicht jeder diesen Tag sehen durfte. Dankbarkeit für das Selbstverständliche verwandelt Gewohnheit in Anbetung. Und wer seine Gaben erkennt, schützt sich vor Arroganz, denn jede Gabe ist eine Prüfung, wie wir mit ihr umgehen. Die Gelehrten sagten, Dankbarkeit hat 3 Stufen. Erstens, Dank des Herzens, das Bewusstsein der Gnade.
Wenn du morgens gesund aufwachst, atmen kannst, sehen und gehen und du innerlich erkennst, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist Schukr im Herzen. Zweitens, Dank der Zunge, Lob und Erinnerung. Wenn du Alhamdulillah sagst, nicht automatisch, sondern aus tiefem Empfinden, wenn du anderen von den Segnungen erzählst, ohne Prahlerei, sondern mit Demut. Drittens, Dank der Glieder, Gehorsam und gute Taten. Wenn du deine Gesundheit nutzt, um zu beten, dein Wissen, um Gutes zu lernen, deine Hände, um zu helfen. Denn wahrer Schukr zeigt sich in dem, was du tust, nicht nur in dem, was du sagst. Der Gelehrte Al-Junayd al-Baghdadi sagte, wahrer Schukr bedeutet, dass du keine Gabe deines Herrn nutzt, um ihn zu trotzen. Das heißt, jede Fähigkeit, jede Zeit und jede Gelegenheit, die du hast, ist ein anvertrautes Geschenk, kein Freibrief. Wenn du also arbeitest, lernst oder deine Familie versorgst und dabei aufrichtig bleibst, wird alles zur Ibadah. Doch wer Alhamdulillah sagt und dann mit derselben Zunge sündigt, widerspricht seinem eigenen Dank. Echte Dankbarkeit ist Harmonie zwischen Herz, Wort und Tat. Ein Leben, das bewusst mit den Gaben umgeht, statt sie achtlos zu vergeuden. Denn Achtlosigkeit der Gaben führt zu Undankbarkeit. Undankbarkeit beginnt, wenn man das Gute vergisst und nur das Fehlende sieht. Es wird berichtet, dass einst ein Mann allein auf einer Insel lebte, fern von Menschen, fern von Lärm dieser Welt. Allah versorgte ihn mit reinem Wasser, Früchten und Schatten. So diente er ihm 500 Jahre in ununterbrochener Ibadah mit Fasten, Gebet und Lobpreisung. Am Tag der Auferstehung wird Allah zu ihm sagen, geh ein in das Paradies durch meine Barmherzigkeit. Doch der Mann antwortet, nein, Ja Rabbi, durch meine Taten. Da befiehlt Allah den Engeln, seine Taten auf eine Waagschale zu legen und nur ein Auge auf die andere. Das Auge wog schwerer, seine jahrhundertelange Ibadah konnte nicht einmal für eine einzige Gnade aufwiegen. Subhanallah, 500 Jahre Ibadah, doch kein einziges Mal Allah gedankt für das Auge, kein einziges Alhamdulillah, das ich sehen kann, dass ich ständig diese Flüssigkeit in meinem Auge habe. Und so spricht Allah, werft meinen Diener in Jahannam. Erschrocken ruft der Mann, Ja Rabbi, lass mich ins Paradies eintreten durch deine Barmherzigkeit. Und Allah Azza wa Jal sagt, war ich es nicht, der dich erschuf, der dich versorgte und dir Kraft gab durch meine Barmherzigkeit? So geh ein in das Paradies durch meine Barmherzigkeit. Diese eindrucksvolle Geschichte wurde unter anderem von Ibn al-Jawzi in Sifat al-Safwa und von Ibn Kathir in seinem Tafsir erwähnt. Sie erinnert uns daran, dass all unsere Gebete, unser Fasten und unsere guten Taten niemals den Wert auch nur einer einzigen Gnade aufwiegen können und dass niemand allein durch seine Werke das Paradies betritt, sondern durch die unermessliche Barmherzigkeit des Schöpfers. Und diese Barmherzigkeit erreichen wir durch Ibadah. Wer das erkennt, wird wahrhaft dankbar. Allah sagt in Surah Ibrahim, und wenn ihr dankbar seid, werde ich euch gewiss noch mehr geben. Wenn ihr aber undankbar seid, wahrlich, meine Strafe ist streng. Es ist kein Undank, nur die Pflichten zu erfüllen. Doch wer Allah wirklich liebt, möchte mehr tun. Undankbar ist, wer seine Gaben missachtet, klagt oder in Sünde lebt, als hätte Allah ihm nichts gegeben. Unser Prophet a.s. sagte, schaut auf diejenigen, die unter euch sind und nicht auf die, die über euch sind, damit ihr die Gaben Allahs nicht gering schätzt, überliefert bei Muslim. Wahre Schukr entsteht, wenn man selbst in der Entbehrung Zufriedenheit findet und in Überfluss Demut bewahrt. Dankbarkeit ist kein loses Wort, es ist ein Schlüssel zu unzähliger Segnung Allahs. Es führt zum inneren Frieden, Baraka und zur Nähe Allah. Der Prophet a.s. sagte, wer nicht für das Kleine dankt, wird auch nicht für das Große danken. Bei Imam Ahmed und als Hassan eingestuft von Sheikh al-Albani. Jede Sajda bringt uns näher zum Paradies. Und je reiner die Dankbarkeit ist, desto höher kann die Stufe in Jannah sein. Über die Bewohner des Paradieses heißt es, dass die oberen Ränge die unteren besuchen können, aber nicht andersrum. Dankbarkeit erhöht im Diesseits wie im Jenseits. Schau auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er lobte Allah in Freude und in Schmerz, im Sieg und in der Niederlage. Er war der lebendige Beweis dafür, dass Schukr nicht von Umständen abhängt, sondern von Iman. Omar ibn Abdulaziz sagte einmal, ich fürchte, dass ich Allah für eine Gnade danke, die er mir nur gegeben hat, um mich zu prüfen. So fein war sein Bewusstsein für Dankbarkeit.
Und Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sagte nach seiner Gefangenschaft: Ich habe gelernt, dass selbst Leid eine Gnade sein kann, wenn es mich näher zu Allah bringt. Diese Menschen sahen Schukr nicht als Wort, sondern als Lebensweg, als Spiegel ihrer Liebe zu Allah. Dankbarkeit hat großen Wert, aber beginnt schon im Kleinen. Beim Aufwachen Alhamdulillah sagen, weil man aufwachen durfte. Beim Essen Bismillah. Denn dass die Nahrung nicht selbstverständlich ist, sehen wir überall auf der Welt. Dankbarkeit zu zeigen durch Dhikr, Istighfar, freiwilliges Gebet, Fasten oder Sadaqa. All das sind Wege. Aber auch Geduld mit Eltern, ein Lächeln für den Bruder, Nachsicht in Streit. Das sind Zeichen eines dankbaren Herzens. Ein Diener, der dankbar ist wie eine Lampe. Er erhält nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Und wer in dieser Haltung stirbt, stirbt in Zufriedenheit. Wahre Dankbarkeit endet nie, sie wächst mit jeder Gnade, die du erkennst. Und wenn dein Nefs dir eines Tages zuflüstert, du tust doch schon genug, du erfüllst deine Pflichten, ruh dich aus, dann erinnere dich an die Worte des Propheten und antworte deinem Nefs: Soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.